Hallo meine Lieben, Tag 15 meiner Weihnachtskarten-Challenge und heute arbeiten wir mit zwei Sets. Einerseits ist es dieses Set hier. Damit werden wir 3 verschiedene Varianten einer Karte machen. Und dann haben wir, weil heute auch der 3. Advent ist, noch dieses Set hier. Mit diesem Set werden wir kleine Boxen machen und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute mit diesem Wichtelstempel-Set machen werden, das sind hier diese 3 Karten, eher als so in blau-türkis-grau gehalten. Hier eine, wo ich ein Loch ausgestanzt habe und innen drin geblendet habe mit einem Wichtel. Dann haben wir hier eine, wo ich einfach verschiedene Elemente ausgestanzt habe und die so ein bisschen aufgebracht habe. Dasselbe hier. Das heißt, wir arbeiten hier stark mit dem Designpapier und eben diesem kleinen Wichtel. Starten wir zuerst gleich mit der Karte. Und da brauche ich als Basis, habe ich 3 Karten gemacht. Das ist diese 200 Gramm Cardstock, der weiße. Da habe ich 21 x 14,8 und gefalzt bei 10,5 und das eben 3-mal. Und dann habe ich eine Mattung auch mit diesem weißen Cardstock gemacht. Die ist 14,3 mal 10 cm, also 0,5 cm kleiner. Und dann brauchen wir den Elfen gestempelt. Jetzt bei einer Karte ist es ein bisschen unterschiedlich. Da werden wir effektiv ein Loch durch die Mattung und durch die Karte durchmachen. Und damit werde ich gleich mal starten. Was ich dann auch gleich mache, ist, wenn das Loch dann drin ist, diese 3 Mattungen werde ich, wo habe ich denn das? Hier. Diese 3 Mattungen werde ich hier auch noch prägen mit diesem Prägefolder. Den Kreis aus dieser Mattung und auch der Karte werde ich hier mit diesem Framelit machen. Ich finde es cool, weil es hat innen und außen Stitchline. Das heißt, wenn ich das jetzt ausstanze, habe ich trotzdem auf der Karte noch diese äußere Stitchline, die ich sehen werde. Ich habe mir die jetzt so auf die Mattung geklebt, sodass sie einigermaßen mittig ist und ein bisschen gegen links ist. Jetzt müsst ihr aufpassen, ne, dass ihr die Karte öffnet und nicht das Loch dann durch beide Seiten macht. Und dann lege ich mir die Matte gerade auf diese Karte drauf. Oder gerade, mittig. Ne? Mittig ist das richtige Wort, nicht gerade. Und lege das da auch wieder auf die Big Shot drauf. Und klebe das da auch kurz fest, damit mir das nicht verrutscht. Jetzt haben wir hier wunderbar A, ein Loch in der Karte und B, passend dazu auch die Mattung. Jetzt nehmen wir diese Mattung plus die anderen 2 und prägen die noch. Dazu brauchen wir natürlich die andere Plattform. Und dann kann ich hingehen und hier die Mattung eigentlich auch schon aufkleben. Die Karten legen wir jetzt erstmal beiseite, weil wir machen jetzt zuerst mit dem weiter, was da oben drauf kommt. Und zwar stempeln wir. Diese kleine Wichte, die hatte ich euch gezeigt.
brauchen wir das Stempeltool dazu. Ich stempel jetzt einfach mal alle 3 Wichtel, weil ich werde je einen brauchen für eine Karte. Und was ich auch noch brauche, sind kleine Geschenke. Und da hat es hier in diesem Set, was wir auch schon mal ganz am Anfang verwendet hatten, hat es so 3 kleine Geschenke, die aufeinander liegen, und die will ich 3-mal haben. Stempeln werde ich das Ganze mit der Memento, weil ich werde das alles noch kolorieren. Wenn ihr euch fragt, warum ich das Ding, dieses Baby Wipe immer in diese Dose lege, ist einfach, wenn ich das draußen an der Luft habe, dann trocknet mir das viel schneller aus, und ich bin jeweils, wenn ich anfange zu basteln oder zu stempeln, mache ich immer ein paar Sachen miteinander, und so ist es einfach viel länger, bleibt es so ein bisschen feucht. Und jetzt habe ich für diese 3 Wichtel plus auch für das Geschenk habe ich effektiv die Stanzform, und das heißt, ich werde das jetzt ausstanzen. So, und jetzt werde ich das Ganze noch kolorieren, und welche von den Copics ich verwende, das werde ich euch oben reinschreiben. Damit es jetzt aber alles nicht so leer ist, werden wir hinten noch so ein bisschen blenden. Und ich mache mir hier mit dem Bleistift nur eine kleine Markierung, dass ich weiß, wo dieser Kreis ungefähr ist. So, dann nehme ich hier den Blending-Pinsel und eine hellblaue Farbe und werde hier von der Mitte aus einfach mal ein bisschen Farbe noch drauf geben. Das heißt, es fängt in der Mitte dunkel an und wird dann gegen außen, blasst es so ein bisschen aus. Ich würde sagen, das reicht auch schon. Braucht hier gar nicht zu viel Farbe drauf zu geben. Dann radieren wir hier die Striche kurz noch wieder aus. So, und dann können wir hier auch schon anfangen, die Pakete zu kleben. Respektive, ich klebe zuerst ihn mit den Dimensionals auf. Und dann die Pakete mit dem Flüssigkleber. Und die Pakete will ich gar nicht zu tief, weil hier unten soll ja dann noch ein Spruch hin. Aber trotzdem so, dass ein Teil davon über den Kreis hinausgeht.
Das ist soweit, wie wir bei der Karte machen. Dann kommt da nachher noch der Spruch, aber das machen wir dann alles zusammen. Dann nächste Karte. Was wir hier machen werden, ist ein Label drauf und dann noch 2 Kreise. Das Label hier, das wird weiß und da bringen wir noch ein bisschen Farbe dran mit Bakers Yarn. Und deshalb möchte ich hier farbige Kreise haben und ich habe mir jetzt von dem Designpapier, was ich ja auch schon für diverse andere Projekte verwendet habe, das ist dieser Bogen hier, ne? Habe ich mir so ein paar Papiere rausgesucht, wo ich denke, dass das farblich passen könnte. Und da möchte ich jetzt 2 Kreise hinter ihn legen und gucke mal, was da für Farben am besten passen könnten. So, ich habe mich entschieden, das werden diese beiden Farben sein. Dann mal jetzt 2 Kreise, die ich ausstanze, plus dieses Label werde ich aus einem weißen Papier ausstanzen und das 2-mal, damit das so ein bisschen noch stärker ist. So, das ist das, was ich für diese Karte brauchen werde. Da warten wir, das legen wir auch kurz zurück, bis ich gestempelt habe. Und für die dritte Karte gibt es einen Mix. Und zwar werden wir aus verschiedenen Papieren 2 Kreise ausstanzen, plus dann auch noch 2 so Rechtecke und dann auch noch einen kleinen Tannenbaum, der kommt dann auch noch drauf und das wird so alles dann auf dieser Karte verteilt. Und genau das mache ich jetzt. Und das gibt hier dann so ein Patchwork quasi. So, jetzt können wir noch die Sentiments stempeln, die ich verwenden will. Und das nehmen wir effektiv hier aus einem Set, was wir auch schon verwendet haben. Und das ist hier dieses Holiday Wishes Coming Your Way. Und das stempel ich wieder mit dem StarZone Stempelkissen. Und die 3 cm stanze ich jetzt hier mit dieser Stanze auch noch kurz aus. So, und jetzt können wir eigentlich auch schon anfangen, das Ganze noch einerseits fertigzustellen und das andere zusammen zu basteln. Hier werde ich das Sentiment effektiv mit, mal gucken, ich mache das mit Dimensionless drauf. Dann ist diese Karte schon mal fertig. Dann gehen wir hier hin. Da klebe ich diese beiden Labels zusammen.
Und dann klebe ich auch noch hier dieses Label oben drauf. Dann kommt hier die Schnur durch. So, den einen Kreis mache ich jetzt direkt drauf. Den zweiten werde ich mit Dimensionless draufbringen. Den Wichtel bringe ich effektiv auch mit Dimension drauf. Und dann dieses Kärtchen, das kommt auch mit Dimension drauf. So, das ist diese Karte. Bei der dritten, da werden wir relativ flach arbeiten. Das heißt, wir kleben hier hauptsächlich alles auf den Hintergrund. Was ich jeweils versuche, ne, hier, dass, wenn ich eine Mattung habe, wenn ich ein Element drauf klebe, das so groß ist, dass ich irgendwie versuche, diesen Abstand weiterzuführen. Das heißt 0,5 und da circa 0,5 Augenmaß, ne? Aber einfach, dass es jetzt nicht komplett aussieht, als ob das ein viel größerer Abstand dann wäre. Den Tannenbaum hier, den bringe ich direkt hinten auf diesen blauen Kreis drauf, weil der hebt sich durch die viel dunklere Farbe schon einigermaßen ab davon. Dann kleben wir auch das direkt auf die Karte. Der Kreis kommt auch direkt auf die Karte. Der Spruch hier unten, der kommt mit Dimensionless drauf. Und den Wichtel, den bringen wir jetzt auch noch gleich mit Dimensionless drauf. Und fertig ist die dritte Karte und das sind die 3 Karten, die ich heute mit euch machen wollte. Für diese kleinen Boxen brauchen wir Folgendes. Wir brauchen ein Papier, das ist 14 x 14 cm und da ich will im Gesamthaften 8 Boxen machen, weil ich habe hier 8 Elemente und ich möchte mit jedes Mal einmal austesten. Eins habe ich schon gemacht und deshalb habe ich hier 7
Stück von diesem Designpapier, was ich euch schon gezeigt habe, eben in dieser Größe 14 x 14 cm. Dann habe ich noch 7 mal so einen Streifen gemacht. Das ist die Bordüre, die da drumherum kommt. Die ist 18 cm x 14 cm. Die ist 18 cm x 4 cm. Jetzt haben wir es. Und dann für das Element hier oben drauf, wo der Stempel sitzt, habe ich so ein Stanzenset. Und der ist wunderbar von der Größe her. Und ich finde auch, dass es so aussieht wie genäht, also stitched. Finde ich super. Und da werde ich jeweils immer 2 ausstanzen. Das heißt, eins, wo es drauf gestempelt ist, und dann noch ein zweites, um dem eine gewisse Dicke auch zu geben. So, und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Stempeln, damit wir diese Elemente dann auch ausstanzen können. Dazu brauchen wir immer das Stempeltool. Und ich werde das Ganze mit dem StazOn Stempelkissen stempeln, weil ich will danach ja nichts mehr kolorieren. Und putzen wie immer mit den Babytüchern. Und dann können wir eigentlich auch schon an Stanzen gehen. Ich habe mich bei einem Element umentschieden. Das werde ich effektiv mit dem Kreis ausstanzen, auch so ein mit den Stitchlines. Und der Rest wird eben mit diesem Teil hier ausgestanzt. Und wenn ihr das alles dann zweifach ausgestanzt habt, dann könnt ihr hingehen und die auch schon zusammenkleben. Jetzt sind wir auch schon durch mit diesen Labels. Die können jetzt erstmal beiseite, weil was wir jetzt machen, sind diese kleinen Boxen. Das machen wir mit dem Envelope Punchboard. Und zwar nehmen wir hier diese Vierecke, ne, wo wir gesagt haben, die haben wir auf 14 x 14 cm geschnitten. Und dann ist es so, dass wir die zweimal falzen müssen. Ihr könnt hier einerseits mit dem Falzbein arbeiten. Ich arbeite lieber mit dem Falzstift. Das geht mir ein bisschen einfacher von der Hand. Jetzt das erste Mal stanzen müssen wir bei 5,9. Hier unten, ne, die Zentimeterangaben, 5,9 anlegen, einmal Punch, einmal diese Linie ziehen und dann das zweite Mal bei 8,8. Das heißt, wir schieben sie hier rüber, gehen zu 8,8. Hier unten bei den Zentimetern, wieder stanzen, die Linie nachziehen und jetzt orientieren wir uns immer an den vorherigen Linien. Das heißt, ich lege hier diese Nase an die Linie, die ich gerade gezogen habe, stanzen, Linie nachziehen, dann rüber zur zweiten Linie auch hier, dass diese Nase hier drauf liegt, stanzen, Linie nachziehen und ihr habt das Blatt hier, das liegt immer hier oben an. Nächste Seite
stanzen, die Linie nachziehen, rüber zur zweiten Linie, wieder stanzen, wieder die Linie nachziehen und noch die letzte Seite, auch wieder Nase auf diese Linie, stanzen, die Linie nachziehen und noch die letzte Linie. So, dann werden wir hier noch diese Ecken abrunden und da hat es in diesem Punchboard wunderbar hinten eine Einbuchtung. Wenn ihr da diese Ecke reingebt und puncht, dann rundet es euch diese Ecke wunderschön ab. Ich mache jetzt kurz, wir müssen das dann mit allen Boxen natürlich oder mit allen Blättern machen. Ich mache das mit einer durch, damit ihr das einfach seht. So, jetzt haben wir hier die Falzlinien. Wir drehen das Blatt um und ziehen alle diese Falzlinien einmal nach. Das heißt, umknicken, Falzbein drüber. Und was wir jetzt noch machen müssen, diese Ecken sind unsere Klebelaschen. Die müssen wir noch einschneiden. Das heißt, ihr schneidet hier einfach der Kante entlang bis in diese Ecke rein, dreht es um und das macht ihr auf allen Seiten. Nehmen wieder den Flüssigkleber und geben den da auf diese Klebelaschen drauf. Und dann legt ihr hier Kante auf Kante. Das ist wirklich hier schön, die beiden Kanten aufeinander liegen. Dann drückt ihr das von innen mit dem Daumen, also innen mit dem Mittelfinger und außen mit dem Daumen kurz ein bisschen fest, dass der Kleber anzieht. Dann könnt ihr es umdrehen und innen drinnen mit dem Falzbein das noch festdrücken, sodass der Kleber wirklich gut haftet hier. Nächste Ecke. Auch wieder Kleber drauf. Kante auf Kante legen. Bisschen festdrücken. Dann wieder rein und mit dem Falzbein festdrücken. Wenn ihr hier mal ein bisschen zu viel Kleber habt, den könnt ihr einfach wegziehen. Jetzt die letzten zwei würde ich gleich beide zusammen, also gleichzeitig den Kleber drauf machen. Das geht euch viel einfacher dann, um die zusammen zu kleben. Die erste rein, Kante auf Kante, festdrücken. Dann geht ihr kurz rüber auf die andere, auch hier Kante auf Kante und die festdrücken. Und dann geht ihr bei beiden noch rein und drückt die innen drinne mit dem Falzbein fest. Und schon haben wir hier eine süße kleine Box. Jetzt würde die so ja sich die ganze Zeit wieder öffnen und deshalb haben wir eine Manschette hier drum. Und da fangt ihr einfach in der Mitte an, so mittig, ne? Versucht so gerade wie möglich und legt die hier an der Kante an, damit ihr wisst, wo ihr die umlegen müsst. Und jetzt geht ihr hin und dann könnt ihr euch auf beiden Seiten orientieren, dass sie hier gerade drauf liegt. Und zieht diese Falzlinie mit dem Falzbein nach, geht wieder zurück zur Box und legt die hier ran. Und jetzt geht ihr zur nächsten Seite. Ich drücke die unten immer noch an diese Box fest, damit die wirklich hier drauf bleibt. Und knicke, so. Und knicke jetzt hier
um, damit ich weiß, wo ich hier die Falzlinie ziehen muss. Gehe und lege die wieder gerade aufeinander. Ich ziehe die Falzlinie nach. Wieder dranlegen. Jetzt kommt die nächste. Ich drücke hier entgegen, damit ich hier gerade hochkomme. Gucke auch wieder, dass die auf beiden Seiten gerade drauf liegt. Und noch die letzte Seite. Upsi. So, und jetzt habt ihr eine Manschette, die wunderbar auf diese Box drauf passt. Und ihr habt hier eine Überlappung. Genau diese Überlappung brauchen wir, um die Manschette festzukleben. Und guckt einfach, dass ihr das dann nicht zu festklebt, weil die Manschette muss ja so sein, dass ich die von der Box wieder runterziehen kann und wieder drauf machen kann, wenn ich das will. Und deshalb sollte die nicht zu fest sitzen. Was ich jeweils mache, damit ich weiß, wo ich kleben muss, ich halte die kurz so ein bisschen locker aufeinander und mache hier mit dem Bleistift einen Strich. Und dann weiß ich, okay, hier kann ich jetzt Kleber aufbringen. Versuche ich jetzt so ein bisschen festzudrücken, damit der Kleber so ein bisschen anzieht. Dann ziehe ich die von der Box runter, drehe so um und gehe hier mit dem Falzbein drüber, damit die wirklich gut fest klebt. Den Strich, den ihr gezeichnet habt, den müsst ihr auch nicht ausradieren, weil jetzt kommt ja hier oben drauf noch dieses Label, was wir gemacht haben. Das heißt, ich platziere hier die Manschette möglichst mittig auf der Box drauf und nehme mir eines dieser Label, die ich da drauf kleben will. Und guck so ungefähr, wo der Kleber drauf kommt. Ne? Oben, unten, dass hier keiner kommt, weil sonst klebt das ja an der Box fest. Sicherheitshalber werde ich in diesem Streifen hier drin werde ich jetzt Kleber dran bringen. So, dann bringe ich das mittig hier drauf, das heißt mittig von beiden Seiten und von oben und unten, und lasse das hier kurz ein bisschen anziehen. Nehme ich auch die wieder runter und gehe auch hier mit dem Falzbein nochmal drauf, damit ich das wirklich gut festkleben kann. So, wunderbar. Zweite Box schon fertig und das mache ich jetzt mit allen weiteren noch, was hatten wir, 6, ne? 8 im Ganzen, das heißt, es kommen jetzt noch 6 Boxen, die ich genauso machen werde. So, die 8 Boxen mit diesen Labels sind fertig. Ich finde, die sind super süß geworden. Ich kann mir das super vorstellen, ne? Weihnachten, Tischdeko, sowas auf dem Teller, auf die Serviette zu machen, finde ich super.
Idee oder ne, wenn man es auch mit Süßigkeiten oder was auch immer ihr da reinmachen wollt, zum Beispiel als kleine Überraschung für Arbeitskollegen, sowas Kleines auf den Tisch zu legen. Nur so als Idee, ne? Ich hoffe, euch haben die Ideen gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, habe ich euch unten in die Links reingestellt. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch unten auf das kleine Glöckchen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!